Moin Leifbü und willkommen zurück bei mir, Radbot und einer Runde Skill Legends Royal. Man sollte mit seinen Spielen nicht durcheinander kommen. Ja, wir könnten nochmal den Venom Dragon ausprobieren. Mit dem Goblin Engineer haben wir in letzter Zeit auch nicht gut performt. Aber die entscheidende Fähigkeit fehlt. Wir nehmen den Wolfsreiter mal. Und hier brauchen wir dringend Money. Noch Book of Heritage nehmen. Oder das Grimoire Journal. Da gehen wir direkt auf Ultimate, weil wir wollen hier auf so schnell wie möglich auf Ult gehen, damit wir natürlich mit unserer Fähigkeit den Gegner 2 Sekunden zu stunnen und dem Ult Rare Skill den Gegner zu stunnen, wollen wir den Gegner perma-stunnen. Jeder Sieg gibt uns 30 Gold. Und wir wollen, wie gesagt, viel mehr komplett auf Ultimate gehen. Wir wollen so schnell wie möglich, so viel Ulti wie möglich casten. Wenn wir dabei Poison machen, ist das gut. Wenn wir dabei... Ja gut, das ist das Einzige, was wir an Schaden machen können. Poison oder vielleicht Rage mit den Rare Skills. Es gibt auch kein Poison Champion hier. Die sind alle ziemlich AD-lastig. Okay, der ist diesen Shield. Er ist natürlich auch Shield. Ja, wird spannend, sage ich mal. Wir machen ihm jetzt ja auch gar keinen Schaden mehr, weil wir durch seine Ulti nicht durchkommen. Während er uns permanent weiter Damage macht. Also, den Kampf können wir gar nicht gewinnen. Da hätten wir Poison mitnehmen müssen oder so. Wäre vielleicht gut gewesen, um die 30 Gold zu kriegen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Wir wollen hier, wie gesagt... Okay, Attack brauchen wir natürlich auch. Aber die Attacks sind alle nicht so spannend. Na, das ignorieren wir. Das ist gut. Weil wir natürlich mit unserem Champ keine andere Möglichkeit haben, Schaden zu machen, außer mit Auto-Attacks, weil unsere Ulti keinen Schaden macht. Die stunt halt einfach nur. Nur in Anführungsstrichen natürlich. Und also Wound wäre auch gut, aber wir haben halt keinen Wound, also müssen wir irgendwie anders Damage machen und der einzige Damage-Skill Tree, den wir haben, ist halt Attack mit Poison. Erstmal wenigstens. Ja, das werden wir hier auch nicht gewinnen. Er hat schon ziemlich viel Sprite. Natürlich macht er auch 5 Damage, ist klar. Ich finde, das Item sollte man rausnehmen. Es beschleunigt das Spiel unangenehm stark. Gerade wenn man das auf diesem Sacred Warrior hat, den man zu dem Zeitpunkt dann vielleicht auch aus dem Spiel entfernen könnte. Das finde ich einfach ein bisschen krass. Ultimate Heal ist natürlich genau, was wir wollen. Wir wollen keinen Fury, damit der Fury Mage nicht Bonusschaden macht. Er macht ja Schadenabhängigkeit von beider Fury-Skala. Das heißt, der muss erst tot, bevor wir mit Fury anfangen können. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen was. 2 Poison Ult, 2 Poison Attack. Das ist was. Der geht auf Dodge, wenn man hier alles täuscht. Ja. Also der ist auf Dodge ausgelegt, sagen wir mal so. Der geht gerade hier primär auf Heal. Aber wenn die auf Dodge ausgelegt sind, ist es natürlich sehr gut, weil wer gestunt ist, kann nicht dodgen. Aber unser Damage ist einfach zu gering. Ihr seht selber. Macht zu wenig Schaden. Das hat das Problem mit dem Champ am Anfang. Kann man nicht viel machen. Ja gut, der ist halt broken. Der ganze Champ ist broken. Du gehst auf Shield, machst Schadenabhängigkeit von deinem Schild und heilst dich dann auch noch mit deiner Ulti. Das ist halt ein bisschen crazy. Okay, wir haben Ultimate Recovery. Ja, dann nehmen wir das. Wir könnten unser Dodge upgraden, aber ja gut, wir nehmen... Shield Attack ist auch gut, aber wir nehmen den Charge Attack. Brauchen, glaube ich, kein Dodge Upgrade. Heal wollen wir haben. Jetzt die Frage, nehmen wir den Heal? Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen... Gerne noch den einen Ult-Skill. Nein, das ist ein Fury Ult. Da habe ich nicht schnell genug aufgepasst.
Na gut, das war nicht so gut. Erstens habe ich viel Geld ausgegeben, zweitens haben wir jetzt diesen blöden Fury. Das führt dazu, dass der uns extra viel Schaden machen wird. Okay. Die Attacks funktionieren, wir haben auch 7-mal gecrittet. Das ist schon auch nicht schlecht. Und nicht gehealt. Wir machen Poison Damage. Kriegen 30 Gold dazu. Es hat sich also gelohnt. Aber ja, das wollen wir alles nicht. Wir werden auch nicht so viele Kämpfe gewinnen. Heilen durch Restore also Refresh vom Skill. Vom Skill ne? Wir refreshen hier zweimal und kriegen einen Lebenspunkt, verdammt nochmal. Das könnte schon mal passieren, dass wir das machen, so wie jetzt zum Beispiel. Das ist genau das, was wir haben wollen. Wollen wir das auch jetzt kaufen? Naja, warum nicht? Momentan ist alles, was wir machen, Stun. Okay, jedes Mal, wenn wir Shield kriegen, können wir Poison machen. Jedes Mal, wenn wir uns healen, kriegen wir Shield. Jedes Mal, wenn wir Auto-Attacken, also das nehmen wir natürlich, weil wir viele Auto-Attacks machen müssen. Wie gesagt, wir haben nichts anderes, was für uns spricht. Ah, das ist der nächste Tank-Charakter, der auf Armor und Sprites geht. Das heißt, oh, der hat auch ordentlich Poison. Ach, durch den Sprite macht er viel Poison auf uns. Jetzt ist der Sprite zwar immer noch nicht tot. Nö, okay, wir haben keine Chance, durch die Borke von dem Baum durchzukommen. Wir machen zu wenig Schaden, viel zu wenig. Aber okay, vielleicht war es ein Fehler, den Charakter zu nehmen ohne Wound. Na, schauen wir mal. Wir machen auf jeden Fall auch halt viel zu viel Schaden. Ja, die HP Recovery brauchen wir halt. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Na gut, wir nehmen den Attack, um das Level abzukriegen. So, jetzt kommt hier auch mal wieder Ultimate. Nehmen wir direkt Shield Ultimate. Hier nehmen wir nichts von, wobei wir im Grunde auch jetzt auf Rage gehen könnten, aber wir wollen die nicht extrem erhöhen gegen diesen Charakter, weil der halt Schaden der Summe von beiden Rage Anzeigen macht. Das heißt, wenn wir 200 und der 200 macht er 400 extra Damage. Das ist halt ein bisschen gut. Wenn es das unter die Nase läuft, brauchen wir auf jeden Fall hier den Spirit Grapple, oder wie das heißt. Ja, keine Chance. Damage ist viel, viel zu wenig, obwohl wir 1100 Schaden gemacht haben. Der hat sich auch gut geheilt. Und halt Sprite, der 400 Schaden gefressen hat. Und Rage, nehmen wir an, der hat auch wenig gekriegt. Ne, er hat noch kein Upgrade davon. Das ist ein bisschen das Problem mit dem Champ. Der ist schon gut, das will ich damit nicht sagen, aber man kommt halt nicht unbedingt man schafft es halt nicht unbedingt den nötigen Damage zu machen. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht selber einen Sprite haben wollen. Als Backup. Die geht auch auf Ult. Macht halt viel Attack Speed. Da wäre natürlich Dodge gut. Was wir ja nicht genommen haben. Wir haben auch noch kein Attack Heal bekommen. Möchte ich mal anmerken. Was auch ziemlich praktisch wäre. Aber endlich gewinnen wir mal wieder einen Kampf. Wir müssen unseren Attack Damage boosten. Wir haben auch keinen Attack Boost bekommen, um den Schaden einfach zu erhöhen. Das wäre auch nochmal wichtig. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Jetzt, wenn wir Schild kriegen, können wir Poison machen. Wir brauchen die... Jetzt haben wir Attack Heal bekommen. Super. Das nehmen wir jetzt auch. Okay. Ich kriege jetzt nicht diesen Lebenspunkt, weil ich nicht refreshen will.
wollen Energy Ultimate, dann kommen wir Level 2, dann können wir danach den nächsten Stun nehmen. Und Energy Ultimate brauchen wir auch. Wir brauchen halt eigentlich alles, was mit dem Ultimate Tree zusammenhängt. Jo, der hat schon mal 300 Pre-Battle Shield. Der geht hier also voll auf. Weiß gar nicht, wo er die... Hat halt einfach Glück gehabt mit den Skills scheinbar. Aber er macht uns nicht besonders viel Schaden, weil wir auch durch unseren Shield Attack ziemlich viel Shield kriegen. Und der halt wenig Schaden macht. Weil sein Shield Smash auf Level 1 ist. Und wir heilen uns einigermaßen. Das war also ganz gut. Wenn die Gegner uns keinen Schaden machen, dann haben wir Chancen. Darauf basiert der Held ja auch ein bisschen, ne? Logisch. Uplifting. Attack Boost, auch das, was wir eigentlich brauchen, aber Uplifting ist zu gut, um es nicht zu nehmen. Jetzt könnten wir hier noch zweimal rollen, aber das sind natürlich auch beides wichtige Skills. Das rollen wir jetzt mal nicht weg. Die nächste Runde kriegen wir das nächste Artefakt. Den nächsten Treasure. So wie wir gerade mit spielen, wäre da vielleicht Refresh gut oder ein Pokerdeck wäre auch gut. So, wir haben ja auch hier schon ein Skill bekommen. Ein Skill? Ne, wir haben 2 bekommen und kriegen noch einen nächste Runde. Okay, wir kämpfen hier gegen den Boss sozusagen, der die Lobby hier relativ dominiert. Wir machen ihm aber sehr viel Schaden. Wir heilen jetzt auch ein bisschen. Das mit den Stunts klappt schon ganz gut. Ja, das läuft. Okay, wir machen viel Poison durch Poison Attack, weil wir halt 118 Mal zugeschlagen haben. Gegner 30 Mal, also wir nähern uns dem Punkt, wo wir mithalten können. Das brauchen wir, glaube ich, alles erstmal nicht. Ne, wir wollen ja random, das könnten wir nehmen. Dann haben wir hier gleich die Ultimate. Die wäre natürlich gut. Poison. Ich weiß gar nicht, ob wir so richtig auf Poison gehen. Wir lassen das erstmal. Und weiter auf Energy gehen. Und auf Attack. Und auf Attack. Okay, wir müssen nächste Runde. Das müssten wir eigentlich auch schon wieder rollen, ne? Uplifting ist gut. Da kriegen wir Shield und Poison für und ein bisschen Heal und ein bisschen Energy. Also alles, was wir brauchen. Nächste Runde können wir dann den Mythic Skill hier kaufen. So, falls ihr das hört, ich bin noch ein bisschen erkältet. Okay, es läuft jetzt. Gegen die, also der Baum ist immer noch ein bisschen meine Sorge. Und der Magier, aber der hat gerade gegen die Tiger Lady verloren. Das ist alles noch nicht... Ist noch kein Ende in Sicht. Wie geht denn hier der Kampf? Okay, hier war der Kampf jetzt vorbei. Wir rollen das mal. Okay, wenn das über den Weg läuft, habe ich gesagt, kaufen wir das. Jetzt haben wir Energy Ultimate und hier hätten wir jetzt den Initiative Strike. Den nehmen wir auch mit. Dass mir über die Nase läuft, dann rollen wir. So, und ich wollte jetzt noch einmal rollen, um die HP zu kriegen. Was auch gut war, dann können wir nächste Runde den Skill hier nehmen. Wir nehmen natürlich auch weiter Ultimate Skills, die uns wichtig erscheinen. Gut, wir haben gerade Energy Cost bekommen durch das Buch. Haben wir noch durch das Buch bekommen? Energy Cost. Charge Attack, das ist gut. Und Fury Energy haben wir da einmal bekommen. Okay, dann hätten wir dadurch den Rage Skill bekommen. Ja, also die Gegner machen jetzt nicht mehr besonders viel gegen uns.
Was wir jetzt noch brauchen könnten, wäre hier. Ah, das kriegen wir jetzt ja, damit wir hier ein bisschen die anderen Damage Skills kriegen, weil wir momentan echt auch nur mit Auto-Attack Damage machen und Poison. Und mit dem Poison Damage der Rare geht es ja darum, nicht Poison Damage zu machen, die dann eine Chance hat, Gegner zusätzlichen Schaden zu machen. Brauchen wir soweit erstmal alles nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir alles nicht. Kriegen wir den Lebenspunkt für? Okay, ist dann Ultimate. Das ist genau das, was wir wollen. Wollen wir das diese Runde schon? Wir haben auch noch nicht einen Energy Ring. Aber wir wollen das diese Runde schon. Hier könnten wir jetzt auch refreshen, aber das lassen wir, weil wir dann nächste Runde schon mal den ersten Refresh haben. Und dann wollen wir Attack, um Mythic für Attack zu kriegen. Okay, wir kommen hier immer noch nicht genau durch den, also noch immer nicht gut durch den Baum durch. Kriegen ziemlich viel Schaden durch Gift. Ja, okay. Kriegen noch sehr viel Giftschaden von dem. Das Gift kommt durch passives Gift. Dann nehmen wir Poison Antidote mit und rollen dann nicht. Das nehmen wir trotzdem mit. Mit der nächste Tree, das machen wir jetzt noch nicht. Ja. Nehmen wir erstmal den Attack. Und wir nehmen hier einen Random Skill. Hier ist Sprite. Ja gut, und das Sprite hält eh nicht besonders lange. Hier können wir aber den Skill nehmen. Wir könnten vielleicht Shield. Ne, wir wollen erstmal den Damage. Wie gesagt, wir haben bisher noch keinen wirklich anderen außer diesem Auto-Attack und Poison. Das heißt, unser Auto-Attack muss ordentlich Damage machen. So. Wir haben schon mal den Incentive Strike. Was wir noch brauchen ist Aftercast Ultimate. Dass wir dann schneller Energy regenerieren, aber der Permas dann funktioniert schon langsam. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen auch an unserem Energy Attack. Genau. Uns viel Energy gegeben, 169. Poison Cold, wir werden ja nicht oft attacked. Ein bisschen der Witz. Ja, dann nehmen wir vieles Combo. Wir haben 40% Chance, dass der Attack sich aufsplittet und der zusätzliche Attack kann sich auch wieder splitten und so weiter und so fort. Was? Soll ich zweimal rollen für den Heal? Das haben schon 7 HP geheilt, das ist also auch echt nicht wenig. So, als nächstes machen wir den Poison dann wohl hoch, denke ich. Oder Heal. Bei Heal können wir gucken gleich, wie viel wir heilen. Er ist in seiner Dance Animation gefangen. Mit dem haben wir jetzt 600 HP geheilt. Und wir haben keinen Damage, also das und vielleicht lieber Shield, dann brauchen wir gar nicht mehr healen. Okay, Therapy Race. Anti-Poison. Ja, das ist nicht gut, aber ich roll einfach nochmal für den Lebenspunkt. Vielleicht wird er am Ende noch wichtig. Wer weiß das schon so genau. Jetzt muss ich gerade mal kurz bei der Aufnahmesoftware bei OBS gucken, weil ich gerade das erste Mal, glaube ich, seit ich Videos mache, nicht vorher geguckt habe, ob Sound etc. aufnehmen. Und nach dem letzten Sovel-Video, wer es gesehen hat, weiß, wovon ich rede, bin ich da jetzt ein bisschen paranoider geworden. Und Attacks splitten sich nicht so viel, wenn ich das richtig sehe. Aber technisch gesehen könnten sie. Ja, wir haben 900 HP geheilt. Therapy Race macht quasi keinen Schaden, also wir brauchen dann vielleicht doch eher Shield Slam. Aber hier, wir wollen mehr HP heilen. Das wollen wir auf jeden Fall auch haben. Okay, wir haben wieder Fury Energy scheinbar bekommen.
Okay, das wird bei Energy Cost. Dieses Mal zumindest. Wenn wir Schild kriegen, haben wir Poison. Wahrscheinlich gut. Das rollen wir für den Lebenspunkt. Und dann nehmen wir das als nächstes. Noch besser zu heilen. Aber das brauchen wir jetzt akut nicht. Wir haben noch nicht einen Rare Skill in Poison. Und sind fast Level 2. Wir haben hier 800 HP geheilt. Ja, wir brauchen eigentlich nicht noch mehr Heal. Aber viel hilft viel. Vielleicht wird das nochmal wichtig für uns, aber wir sollten uns jetzt vielleicht doch eher auf Poison konzentrieren. Gegen ihn zum Beispiel ist Heal wiederum nicht schlecht. Each time we deal damage, we get Energy. Das ist gut. Wenn wir mal HP recovern, machen wir Gift. Wollte den Lebenspunkt. Toll, das ist natürlich alles irgendwie Käse. Hiermit kommen wir gleich auf 2 Level ab. Dann nehmen wir Free Battle Poison wahrscheinlich. Hier müssen wir wahrscheinlich noch ganz ordentlich healen, ja. Wir haben immer 1300 HP geheilt. Das ist nicht wenig. Die Battle Poison. Wir haben mehr HP Recovery. Dodge Charge. Ne, brauchen wir nicht. Ja, Ulti wir wollen hier auf Level erhöhen. Each time, wir kriegen Schild, wir können Poison. Na gut, mit jedem Auto-Attack Shield. Okay, ist witzig. Wir schauen gleich mal, wie das bei Poison Shield aussieht. Also bei dem Poison, wie viel wir durch Poison Shield kriegen. Ob sich das lohnt. Poison Attack. Poison Ultimate. Poison Shield. Poison Healing steht hier nur. Poison Shield steht hier nicht. Offensichtlich gar nicht getriggert. Der Gegner hat auf jeden Fall viel Schaden gemacht. Das ist gar nicht triggert. Das ist ja auch irgendwie nicht so gut. Braucht man eigentlich nicht, aber den Attack noch reduzieren, der Gegner. Einen Vanguard Attack uns geben. Wir refreshen zweimal für den HP. Nehmen wir als nächstes den Skill oder Heal Disruption. Naja, gegen ihn war es schon, oder? So, wir haben gegen Merrick gespielt und der ist schon tot, ne? Na, mal gucken, wie der nächste Run läuft. Würde auch wieder kaum bis keinen Schaden kriegen, dann nehmen wir Heal Disruption. Ne, hier kriegen wir schon mehr Schaden. Okay, hier mussten wir echt ein bisschen arbeiten. Poison ist echt key bei uns. Die machen auch viel Poison, das heißt Poison Antidot ist mehr gut für uns. Ich wollte eigentlich gucken, wie viel der healt, ne? Wir nehmen mal den Heal. Das ist, glaube ich, alles egal. Das ist, glaube ich, alles egal. Fury Energy für den Skill. Ah, gut. Haben wir jetzt auch gekriegt. Ich glaube, Guilty Shackles brauchen wir bei dem jetzt nicht unbedingt. Auch nicht unbedingt. Poison Code, um ihm mehr Poison zu geben. Das können wir machen. Rebel Sprite, das brauchen wir auf jeden Fall gegen ihn. Aber wir warten nochmal eine Runde.
Bevor wir hier alles verkaufen, was wir haben an. Alles kaufen, ja, alles Geld verkaufen, das wir haben. Mhm. Unser ganzes Geld loswerden. Okay, es läuft ein bisschen sehr gut. Oder auch, dass wir nicht mehr Uplifting 3 haben. Unser Attack Speed ist relativ langsam. Poison Burst. Ja, ich würde gerne noch den Heal nehmen. Wenn ich ihn denn noch finde. Ich natürlich nicht. Schade. Dann endlich den Dodge Boost, den schon 100 Mal angeboten wurde. Ich hätte auch random können. Das hätte ich natürlich noch genommen. Level 3. Hier das Mythic zu kriegen, aber gut. Egal. Ich denke, das Spiel ist jetzt auch durch. Der Gegner, okay, er hat nicht mal den Mythic Skill bekommen. Ja, Freunde, das war's. Das war unser Spiel mit dem Wolf Rider. Der Anfang war ein bisschen hakelig, aber das ist mit dem Charakter halt immer so. Und dann geht's rund. Sag mal, wenn man Stun auf 3 hat oder zumindest 2-3 Mal seine Ulti casten kann mit ein bisschen Stun dabei, dann geht das. Läuft das wie von selber. Hier die Level-Ups. Ich habe hier auch nicht irgendwie das Premium-Ding gekauft. Das ist jeden Monat. Weiß ich nicht. Lohnt sich nicht so richtig für jeden Monat. Also man kriegt schon Kram, ne? Man kriegt hier diese Truhen alle. Das heißt, man kriegt die neuen Champions alle. Den habe ich übrigens immer noch nicht gespielt. Man kriegt die neuen Champs, die neuen Items alle. Hier, kriegst hier ein plus ein Hero in der Auswahl. Du kriegst plus ein Treasure beim Auswählen. Hier so ein bisschen Avatare, Battlefields. Das sieht auch ganz cool aus. Ja, aber, ne? Ich finde, es ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Ist hier noch diese ganzen Truhen, die haben dann den möglichen Kram. Super seltene, dann hast du hier Avatare. Und so weiter und so fort. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ja, habt einen schönen Tag. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder rein. Und ciao.